Ich liebe dieses Brückenhaus und hier gehe ich so richtig auf. Dieser rote Kasten auf der Eisenbahnbrücke in Schlitz ist kein Waggon, sondern das Zuhause von Roswitha Janicki und ihrem Lebensgefährten Ulrich Küster. Die Brücke führt über das Flüsschen Schlitz im Vogelsbergkreis und auf 80 Quadratmetern lebt das Paar hier, umgeben von Natur pur. Unser kleines Wohnzimmer. In das Häuschen hat sich Roswitha verliebt, als Bekannte es noch angemietet hatten. Ich sag noch mal Hallo Ulrich. Hallo. Unser Esszimmer. Meine Küche, weil ich bin sehr gerne in der Küche. Ich koche gerne und reicht auch eine kleine Küche. Man hat alles. Schöne breite Türen. Dann gehen wir ein Schrittchen weiter. Dann sind wir hier in unserem Schlaf- und Ruheraum. Und das genießen wir sehr. Morgens scheint die Sonne so schön rein und kitzelt mich immer an der Nase. Bodentiefe Fenster schaffen eine direkte Verbindung zur Natur. Ein Wohntraum. Doch die Familie war eher skeptisch. Viele haben gesagt, nur sind sie total verrückt. Ne? Wie kann man ein eigenes Haus aufgeben und zur Miete ziehen? Und dann habe ich gedacht, wenn ihr wüsstet, wie schön das da ist. Und ich kenne dieses Haus. Und ich habe das miterlebt, wie es gebaut ist. Und dann dachte ich, hier will ich alt werden. Hier fühle ich mich wohl. Jedes Mal, wenn ich hier reingekommen bin, wollte ich eigentlich schon gar nicht mehr raus. Seit 1,5 Jahren leben die beiden nun schon hier. Dafür haben sie gerne ihr Reihenhaus aufgegeben und sich verkleinert. Und trotz der Straße direkt neben dem Haus lieben sie alle Geräusche um sich herum. Die Brücke dehnt sich ja in der Wärme und abends zieht sie sich dann, wenn es abkühlt, zusammen. Und das gibt manchmal Knallgeräusche, wir schrecken manchmal zusammen. Aber wir lieben das einfach. Wenn Hochwasser ist, dann rauscht da hinten das Wehr. Und dann kommen wir uns manchmal vor, wenn wir da im Bett liegen hinten, als ob wir am Meer wären. Ein ständiges, beständiges Rauschen. Ja. Er hat das Haus gebaut, der Metallbildhauer und Künstler Ulrich Barnickel. Anfang der 90er Jahre kaufte er der Stadt die Brücke ab, nachdem die Bahnlinie stillgelegt worden war. Und dann habe ich gedacht, Mann, die Brücke, das ist ja was mit dir zu tun hat. Metallbildhauerei und Brücke und eine geniete Konstruktion wie der Eiffelturm. Das sind alles Dinge und die gilt es an sich zu erhalten. Die erste Idee für die alte Eisenbahnbrücke von 1895 war ein Café. Aber dann kommen dem Künstler erstmal andere Projekte dazwischen. Mehr als 20 Jahre später legt Ulrich Barnickel dann los und entscheidet sich letztendlich für den einzigartigen Wohntraum. Trotz einiger Hürden. Ich habe eine Infrarotheizung eingebaut und die bedarf nicht eines Kessels. So habe ich ungefähr für 4.000 € die Heizkörper mit Steuergeräten, also die komplette Heizung für 80 Quadratmeter Wohnfläche bekommen. Und brauche kein Speichergefäß dafür. Ne? Und das ist auch nachhaltig. Roswitha Janicki und Ulrich Küster genießen ihre Zweisamkeit. Aber natürlich sorgt ihr Brückenhäuschen immer wieder für ordentlich Aufmerksamkeit. Die Leute gucken hier, können gar nicht fassen, dass hier was draufsteht. Ne? Und dann fotografieren sie. Und wir haben uns das jetzt so ein bisschen angewöhnt. Leute, die uns sympathisch sind, man sieht es ja mit der Zeit, die bitten wir hier rein. Denn wir wollen unsere Freude mit anderen Leuten teilen. Denn das ist das schönste Geschenk, was ich eigentlich jetzt weitergeben kann, weil ich wurde ja auch damit beschenkt. Hallo, wo seid ihr denn? 2 Jahre hat das Paar sehnsüchtig auf den Einzug gewartet, weil das Haus ja noch vermietet war. Aber nun haben sie alle Jahreszeiten schon einmal hier erlebt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und jede Jahreszeit bietet etwas ganz Besonderes. Im Herbst natürlich fallen hier die wunderschönen Blätter alle ab von den Bäumen. Dann sieht man das Haus halt mehr. Aber uns macht das nichts aus. Dann der Winter, oh, so dicker Schnee lag hier und vor allem die schönen großen Fenster von drin. Man sieht das alles so schön, ne? Oder wenn es regnet dann, oder das hört man dann, wenn es plätschert aufs Dach. Und das ist eigentlich wunderschön. Und im Frühjahr dann halt kommt alles wieder retour. Die Bäume, die schöne Allee und das genießen wir dann.
Ich war ja gern an Flüssen, an der Elbe aufgewachsen, an Rhein und Main, in Füssen am Lech. Und heute habe ich noch mal das Geschenk, über einem Fluss zu leben. Und wenn es nur ein kurzer Fluss ist. Ja. Das Haus auf der Schlitzer Eisenbahnbrücke ist wirklich etwas ganz Besonderes.